Wir sind ja jetzt schon nach dem 3. Advent und die Tradition des Karmels hat eine ganz große Wertschätzung auf die Menschwerdung Christi als Schlüssel für die gesamte Spiritualität. Pater Roberto ist natürlich auch ein Teresa von Avila-Experte. Wir werden vielleicht auch etwas von Johannes vom Kreuz hören und bestimmt besonders dann von Edith Stein. Ein herzliches Grüß Gott. Sie sind gewohnt, durch uns, durch hohe Persönlichkeiten der Wissenschaft auch Vorträge zu halten. Die meisten von Ihnen zumindest kenne ich als Teilnehmerinnen auch von anderen Vorträgen unserer Reihe. Heute will ich vielleicht etwas leichter auf das Thema eingehen, Thema Weihnachten und Menschwerdung im Rahmen der Karmelspiritualität. Wobei der Blick ganz besonders dann auf Edith Stein gerichtet wird. Da wurden auch einige Vorträge schon gehalten von Professor Gefalkowitz und so weiter. Aber ich bringe vielleicht etwas anderes oder Wiederholung schadet auch nicht manchmal. Wie gesagt, in unserer Spiritualität, ich bin selber Karmelite, spielt die Menschwerdung und Weihnachten und das Jesuskind eine wichtige Rolle. Erst einmal auch in der Frömmigkeit. Unsere größeren Heiligen, die bekannteren, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Therese vom Kinde Jesus, eben auch genannt, sprechen oft davon. Und wenn nicht explizit, sprechen sie in ihren Werken oft von den Auswirkungen der Menschwerdung. Zentral für die Karmelspiritualität ist nämlich die Verwirklichung des Menschen oder etwas einfacher ausgedrückt, diese Vereinigung des Menschen mit Gott, mit Jesus Christus besonders verdeutlicht. Und das ist eine Möglichkeit, die eigentlich durch die Menschwerdung gegeben ist. Also die Möglichkeit, dadurch, dass er selber Mensch geworden ist und unsere Menschheit angenommen hat, auch, dass wir zu ihm kommen oder in eine besondere Nähe zu ihm kommen. Also diese Wechselwirkung zwischen Menschheit und Gottheit in Jesus verwirklicht, aber dadurch auch in uns ein Stück weit. Und auf das basiert dann die ganze Lehre des inneren Gebetes und der Gotteinung. Das ist so ein seltsames Wort in der Mystik, aber das heißt, ich würde es so ein bisschen einfacher darstellen oder nennen, Annäherung an Gott oder Leben in seiner Gegenwart. All das, was in diesem Dunstkreis ist, von Einheit, also ohne Vermischung allerdings zwischen Gott und Mensch. Erst einmal aber die Frömmigkeit und auch ein wenig Gefühl. Die Heiligen von Teresa wissen wir, kennen wir einige, aber Therese von Lisieux, auch Johannes vom Kreuz, schreiben sogar Gedichte. Also recht schöne Gedichte über Weihnachten, über das Jesuskind, über den Advent, über dieses Ereignis der Geburt Jesu. Teresa von Avila, die an sich nicht so sehr für ihre Gedichte bekannt ist, sondern für ihre Prosawerke, also Werke über das Gebet, über das geistliche Leben, schreibt doch auch mehrere Gedichte, kürzere. Ein Gedicht heißt Ihr Hirten, die ihr wacht. Ihr Hirten, die ihr wacht, um euer Herz zu hüten, geboren ist, fehlt ein Lamm euch, des allerhöchsten Sohn. Arm kommt er und verachtet, fangt an, ihn zu behüten, denn sonst entreißt der Wolf ihn, bevor wir ihn genießen. Will, reich den Hirtenstab mir, ich gebe ihn nicht mehr her, dass sie das Lamm nicht holen. Siehst nicht, es ist Gott, der Herr. Verflixt, ich bin verdattert,
vor Freude und Schmerz zugleich. Ist es Gott, der heute geboren? Wie kann er sein gestorben? Ach, er ist zugleich Mensch, in seiner Hand das Leben. Schau, dieses Lamm, es ist der Sohn von Gott, dem Herrn. Übersetzung ist so wörtlich wie möglich und ja, vielleicht auch nicht so leicht hörbar, jetzt nicht so leicht ins Ohr. Aber die Bilder sind klar, also die Bewunderung und die Freude über die Geburt. Erst einmal des Kindes, das wird den Hirten verkündet. Sie sollen dieses Kind behüten, damit er nicht vom Wolf entreißt wird, entrissen wird. Er ist euch geboren, seht des Allerhöchsten Sohn. Also hier schon die Menschwerdung, geboren ist der Sohn Gottes, Gott selbst, und gleichzeitig die Verwunderung, so das Staunen darüber, dass dieser Sohn Gottes als Kind eben geboren wird, mit dieser witzigen Übersetzung verflixt. Ich bin verrattert vor Freude und Schmerz zugleich. Die Verwunderung, wenn das Gott ist, wie konnte er dann bloß sterben? Also der Bezug gleich auch auf Ostern, auf sein Sterben und auf sein Leiden. Viel eindrücklicher sind, finde ich, die Berichte über die Praxis, also die Frömmigkeit auch in den Klöstern der Teresa bis in die heutigen Tage. Und zum Beispiel war es üblich, dass sie zu Weihnachten mit dem Kind Jesus, also mit einer Statue, mit einer Puppe auch getanzt hat. Und es ist wirklich auch noch Brauch jetzt bei einigen Karmelitinnen-Schwestern, Klöstern, dass die Schwestern einzeln das Jesuskind bekommen zur Betrachtung für einen Tag nach Weihnachten und so der Reihe nach jede Schwester bekommt es. Um auch Zeit zu haben, persönlich wirklich dieses Geheimnis der Menschwerdung zu betrachten, was natürlich erst einmal in der Gemeinschaft auch gemacht wird, durch die Liturgie und durch die Andachten, die gefeiert werden. Und es gibt zahlreiche Anekdoten auch von Teresa mit dem Jesuskind. Allerdings, darauf komme ich später besonders bei Edi Stein zu sprechen, ist das nur eine Seite, also so die gefühlsvolle Seite, dieser Bezug zum Kind. Natürlich wir alle sind berührt von Kindern, von Babys. Wer ist es nicht? Also wer halbwegs gesund ist, sagen wir mal so, wird durch den Anblick eines Babys wie so diese Haltung auch gezogen oder gebracht, mütterliche, väterliche Haltung. Und das ist einfach süß, ja, sagen wir mal so. Und so ist auch die ganze Atmosphäre zu Weihnachten bewusst in den Familien, aber auch in den Klöstern, müssen wir ehrlich sein. Also da ist auch nichts dabei. Und es ist sehr legitim, wenn wir in dieser Atmosphäre Weihnachten feiern oder versuchen, sie zu feiern. Manchen Menschen ist es dann doch etwas zu süßlich. Aber es geht doch erst einmal ganz konkret um die Geburt eines Kleinkindes. Also etwas Erfreuliches. Johannes vom Kreuz schreibt, das kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie Gelegenheit haben, sie zu lesen. Das kann ich heute nicht vollständig machen. Romanzen, also auch Gedichte, kurze Gedichte über die Menschwerdung. Im Grunde sind es Gedichte über das ganze Evangelium von Anfang an bis zum Ende, also nicht bis zum Ende, pardon, bis zur Geburt des Herrn. Aber ganz betont ist die Menschwerdung bei ihm. Er fängt ganz am Anfang an. Im Anfang wohnte das Wort und lebte in Gott.
indem es seine unendliche Glückseligkeit besaß. Das ist eine Anlehnung an Johannes, das Johannesevangelium, das Johannesprolog. Dieses Wort selbst war Gott, den man den Ursprung nannte. Er wohnte im Anfang und hatte keinen Anfang. Es war der Anfang selbst. Daher hatte es keinen. Das Wort nennt sich Sohn, der aus dem Anfang hervorging. So fängt die erste Romanze an. Wenn man dann durchgeht, bis zur 9. oder besser gesagt zur 7. erst einmal. Ich schaue meine Ausdrücke. Jawohl. Da sagt Gott: Als nun die Zeit gekommen war, in der es sich geziemte, den Loskauf der Gattin zu verwirklichen, die unter einem harten Joche diente, unter jenem Gesetz, das ihr Mose gegeben hatte, da sprach der Vater mit zärtlicher Liebe folgendermaßen: Du siehst, mein Sohn, dass ich deine Gattin nach deinem Bild geschaffen habe, und in dem, worin sie dir ähnlich sieht, stimmte sie gut mit dir überein. Doch sie unterscheidet sich im Fleisch, das es in deinem einfachen Sein nicht gab. In der vollkommenen Liebe war dies Gesetz vonnöten, dass ähnlich werde der Liebende dem, den er liebte, weil größere Ähnlichkeit größere Wonne in sich hat. Es sind hohe Töne, die da anklingen über Vermählung und über Heiligkeit. Das sind Bilder, die in der Vermählung ausdrücken wollen, wie sich das Menschliche und das Göttliche vermählen in der Menschwerdung. Das ist ein Leitmotiv der ganzen Bibel, das Bund, der Bund der Ehe zwischen Mensch und Gott. In der Menschwerdung aber ganz besonders geschehen, also sichtbar und vollzogen. Was zuerst ein Bund war, wird jetzt eine Einheit wie in einer Vermählung. Das sind alle Bilder, die die außerordentliche Bedeutung der Menschwerdung ausdrücken wollen. Und da komme ich schon ein wenig auf den theologischen Inhalt. Das bedeutet nicht nur, dass Gott in der Gestalt eines Menschen zu uns gekommen ist, spürbar geworden ist, sichtbar geworden ist, sondern dass auch mit uns etwas passiert ist. Also auch mit unserer menschlichen Natur ist etwas passiert, indem er Mensch geworden ist. Es ist nicht etwas, das nur ihn betrifft, sondern es macht auch mit uns etwas. Dass diese Vereinigung von Gottheit und Menschheit auch in unserer Menschheit etwas bewirkt. Das möchte ich jetzt nur in Klammern gesagt haben. Dann ich falle auch immer wieder so hinein in diese Sichtweise, die natürlich auch legitim ist. Gott kommt als Mensch und hilft uns. Ich habe dann diesen Menschen vor mir, also damals die Apostel und die Menschen halt, und er macht konkret etwas mit mir. Vielmehr sagt uns die Theologie und der Glaube, dass allein schon dadurch, dass er die Menschennatur angenommen hat, dies auch für mich, für meine Menschennatur eine Heiligung bedeutet hat. Also ein neuer Weg zum Vater eröffnet wurde. In diesem Sinne
Jesus nicht nur als Helfer, der Wunder vollbringt und der uns das und das schenkt, sondern schon indem er überhaupt geboren wurde und schließlich dann auch und für uns gestorben ist und auferstanden natürlich, aber schon dadurch hat er uns geheilt. Das, glaube ich, zeigt vom Verständnis her auch das Dramatische am Ganzen, also das Außergewöhnliche, was natürlich auch schwer zu vermitteln ist. Viel leichter, in Anführungsstrichen leichter ist zu vermitteln einem Ungläubigen, dass man glaubt, eben Gott ist auf die Erde gekommen und eine Gestalt angenommen und etwas Gutes getan für uns und dann wieder weggegangen. Gut, das eben in Klammern. Johannes von Kreuz schreibt in der letzten Romanze, die sich von der Geburt Christi nennt: Als nun die Zeit gekommen war, da er geboren werden sollte, trat er wie ein Bräutigam hervor aus seinem Brautgemach, umschlungen mit seiner Braut, die er in seinen Armen trug. Als nun die Zeit gekommen war, umschlungen mit seiner Braut, die er in seinen Armen trug, den die anmutige Mutter in eine Krippe legte, zwischen ein paar Tiere, die es zu jener Zeit dort gab. Die Menschen sangen Lieder, die Engel musizierten, die Vermählung feiernd, die sich zwischen zwei so ungewöhnlichen vollzog. Gott aber in der Krippe, er weinte dort und wimmerte. Das war das Geschmeide, das die Braut zur Vermählung mitbrachte. Und die Mutter staunte, als sie solchen Tausch erblickte. Das Weinen des Menschen in Gott und im Menschen die Freude, was in dem einen wie dem anderen so fremd zu sein pflegte. Die Mutter staunte also, als sie solchen Tausch erblickte. Das ist der wunderbare Tausch, den wir auch in der Liturgie manchmal besingen. Ich wiederhole die letzte Strophe. Das Weinen des Menschen in Gott, also Gott als Kind geboren, weint, wie halt oft Kinder zu tun pflegen, und im Menschen die Freude, diese göttliche, tiefe Freude, was in dem einen wie dem anderen so fremd zu sein pflegte. Also zwei Dinge, die an sich fast unvorstellbar sind, dass Gott weint und dass der Mensch sich so freut wie Gott, sind dann doch vereint. Noch einmal das Thema Vereinigung. Menschwerdung als Vermählung. Vielleicht ist das auch ein Impuls für Sie, vielleicht für das Gebet oder so, die Reflexion auch, wie kann ich mir Weihnachten für mich als Vermählung vorstellen. Ja? In diesem Sinne, Vermählung zwischen Gottheit und Menschheit. Und mit Vermählung ist natürlich sehr viel mitschwingen von Liebe, von Zuwendung, von zueinander stehen und einander lieben. Ja. Nun zu Edith Stein. Edith Stein schreibt einen Aufsatz, das ist der bekannteste Text von ihr über Weihnachten, weil er auch eindeutig der Menschwerdung gewidmet ist und auch länger ist, also nicht sehr lange, kann man leicht lesen, aber doch einige Seiten, 20 Seiten vielleicht so. Sie schrieb diesen Text auf Bestellung, auf Bitte einer Zeitschrift und als Anrede gedacht, Ansprache für Lehrer, für katholische Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich auch, im Jahre 31. Und sie kam zu der Zeit gerade aus Neuro, aus der Abtei, wo sie oft war.
als Katholikin natürlich schon, um gerade Ostern zu feiern und auch Weihnachten. Also die großen Liturgien des Jahres, die in Beuern dann noch einmal besonders gefeiert wurden, können wir sagen. Das ist eine sehr bekannte Teil damals wie heute auch für die Liturgie. Und das hat ich sehr geliebt. Sie kam aus dieser Feier tief beeindruckt und schrieb eben diese Meditation, können wir sagen, Betrachtung über die Menschwerdung und über die Menschheit. Also Menschwerdung und Menschheit und Menschwerdung und Menschheit, das Weihnachtsgeheimnis. Kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass ich Ihnen den Text einfach schicke, wenn Sie ihn nicht kennen. Es ist ohne Copyright, können Sie auch im Internet, glaube ich, finden, aber ich habe Ihre E-Mails alle und gerne schicke ich Ihnen diesen Text. Ich kann natürlich nicht alles erwähnen jetzt. Es ist keine allein fromme Meditation, obwohl viel drin ist, was man auch zum Gebet brauchen kann als Texte, hat aber auch eine wirkliche theologische Tiefe. Am Ende besonders wird es ein bisschen ernst auch. Ja. Sie ist aber auch rhetorisch begabt. Wir wissen das, dass sie auch sehr schön schreibt. Der deutschen Sprache sehr mächtig, aber auch der Rhetorik. Und fängt an, wie wir vielleicht von den Gedichten bei Teresa gesehen haben, eher mit der Darstellung von Advent, von den Orate-Messen, von den Klängen, von den Glocken, die läuten, vom Schnee, also von der Weihnachtsstimmung, vorweihnachtlichen Stimmung, die uns alle, sie sagt auch die Ungläubigen, jetzt berührt und für uns Christen zumindest auch begleitet, um Weihnachten vorzubereiten und zu feiern. Damals hat es wahrscheinlich auch mehr geschneit als heutzutage bei uns. Aber sie fängt eher mit einer relativ gütlichen Darstellung, bewusst. Ja? Sie spricht auch vom honigtriefenden Himmel schließlich, ja, bei der Geburt Jesu, in diesem kurzen ersten Absatz. Und es sind wirklich honigtriefend. Aber das macht sie vielleicht auch, um ein wenig anzuziehen. Und dann geht sie aber sehr ernst an die Sache ran und sagt, ja, der Stern in Bethlehem, das Licht der Welt, ist erschienen. Aber dieser Stern ist ein Stern in dunkler Nacht. Finsternis bedeckte die Erde. Und er kam als Licht, das in der Finsternis leuchtet. Aber die Finsternis hat ihn nicht begriffen. Also, es ist ein echtes Drama. So schön wir uns Weihnachten auch vorstellen und wir es auch hoffentlich, wenn alles gut geht, in der Familie oder in der Klostergemeinschaft auch schön feiern, mit viel Gefühl, mit viel Wärme, wir geben uns die Geschenke und so weiter. Edi Stein wirft den Blick gleich auf das Dramatische dran und fragt sich, gut, was ist gleich am zweiten Weihnachtstag mit dieser süßlichen Atmosphäre? Sie kommt aus Beuron, wo sie die Liturgie sehr feierlich gefeiert hat und geht das Ganze auch liturgisch an und sagt, ja, wieso ist der zweite Weihnachtstag, also der 26. eigentlich, ja, machen wir es so, 26. von der Farbe der liturgischen Gewänder rot. Es ist nämlich der heilige Stephanus. Rot für die Märtyrer wird in der Messe also diese Farbe genommen. Wo ist jetzt das Kindlein, das süße Baby? Jetzt ist Stephanus dann, der erste Märtyrer,
der gesteinigt wird. Also eine ganz blutige, ungerechte Geschichte. So ein Kontrast. Ja. Und es geht auch weiter. Wir wissen, da kommen noch schlimmeres Fest, in Anführungsstrichen, aber wirklich schlimmere Begebenheit der unschuldigen Kinder. Also die Geburt dieses Kleinkindes, das so fürchterlich sein kann, betrachtet werden kann, ist dann Ursache gewissermaßen von einem Mord an vielen Kindern. Herodes will ihn töten und lässt dann viele Kinder, unschuldige Kinder ermorden. Es ist die Tage nach Weihnachten sehr aufschlussreich über das ganze Geheimnis von Geburt, vom Leben und Tod. Dann ist natürlich der heilige Johannes, der Apostel, also der Apostel, den Jesus liebte, der Jünger, den Jesus liebte, wiederum eine Gestalt, die dort nicht Märtyrer war, sondern noch einmal diese außerordentliche Liebe zu Jesus aufbringt. Also es sind lauter Gestalten von Menschen, die bewusst oder unbewusst Jesus gefolgt sind. Und das beschreibt Edi Stein auch zur Betrachtung sehr wichtig, glaube ich, dieses Kindlein mit den ausgestreckten Armen, ja, das wir gelegentlich, ich weiß nicht, ob ich oft sagen kann, aber so gelegentlich auch in der Krippe sehen, das Jesulein mit offenen Armen, und da sagt sie, ja, diese Hände geben und fordern zugleich. Ja, es sind Arme, die uns umarmen wollen, wie ein Kind, aber es sind auch Arme, die fordern, also die fordern eine Nachfolge. Die bewegen uns zur Nachfolge Jesu, zum Zeugnis für ihn und zur Annahme seiner Person, seiner Göttlichkeit und dadurch auch zum Leben danach. Also da spüren wir bei der die Stein sofort nach der Süßlichkeit der Geburt an sich, die übrigens historisch gar nicht so süßlich war, weil wir wissen, die Umstände waren alles andere als angenehm bei der Geburt. Aber trotzdem, wir stellen die meisten so dar in unseren Krippen, in unseren Darstellungen und feiern es entsprechend. Gleich danach, die nächsten Tage, sehen wir Menschen, sie sagt, Lichtgestalten, die um die Krippe knien. Die zarten, unschuldigen Kinder, die treuherzigen Hirten, erst einmal, noch am Weihnachtstag, die demütigen Könige am 6. Jänner, Stephanus, der begeisterte Jünger und Märtyrer, und der Lieblingsapostel Johannes. Sie alle, die dem Ruf des Herrn folgten. Ihnen gegenüber steht die Nacht der unbegreiflichen Verhärtung und Verblendung. Die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten von Herodes sind eine sehr interessante Gestalt. Also sind gefragt worden von Herodes, wo wird der Messias geboren werden? Denn die 3 Könige kommen zu Herodes und fragen danach. Sie folgen dem Stern und will es aber wissen. Und die Schriftgelehrten von Herodes, die Experten, so die Astronomen und so weiter, aber auch Schriftgelehrten, die sagen, ja, in Bethlehem wird er geboren, aber das ist das Unerklärliche, die gehen selber nicht hin. Die 3 Könige schon, die gehen weiter. Also ich sage immer 3 Könige, weil die Tradition von 3 Königen spricht. Ja, sie erlauben mir jetzt, dass ich da mehr im Bereich einer Meditation bleibe als ganz korrekten. In der Bibel ist nämlich nicht von 3 Königen die Rede. Aber gut, wir verstehen uns. Sie gehen weiter den Weg und gehen den Herrn huldigen. Die Schriftgelehrten, die wissen es genau. Ja, in Bethlehem ist es, aber die
machen keinen Schritt in die Richtung. Das sagte, die Schriftgelehrten, die Auskunft geben können über Zeit und Ort, wo der Heiland der Welt geboren werden soll, die aber kein Transteamus ut Bethlehem daraus ableiten. Also gehen wir über nach Bethlehem. Vor dem Kind in der Krippe scheiden sich also die Geister. Es ist der König der Könige und der Herr über Leben und Tod. Es spricht sein Folge mir. Er spricht es auch für uns und stellt uns vor die Entscheidung zwischen Licht und Finsternis. Wir sehen also diese ausgestreckten Händchen, Arme des Kindes fordern zur Entscheidung heraus. Die Annahme des Kindes, nicht nur als Baby, als süßes Baby, das erste Mal, und das ist vielleicht das Einfachere, aber dann den ganzen Jesus annehmen im eigenen Leben. Das wäre das Ding auch von Weihnachten. Den Weg, den Gott eröffnet hat, der Vereinigung mit ihm durch Jesus, den Weg auch selber zu gehen, also an sich zu nehmen, meinen Weg machen. Und das sind die Bilder der Kammerspiritualität sehr oft, dieses Tragen des Kindes in den Armen, ja, dieses zu mir nehmen, zu meinem Kind machen, also zu meinem Weg machen. Wir sehen, wie auch diese körperliche Nähe, könnten wir sagen, also immer mehr von dieser Einheit zeugen. Also es sind alle Bilder, aber die möchten auf das hindeuten. Und das, sagt Edi Stein offensichtlich, ist nicht nur etwas Angenehmes oder nur etwas, was uns zu Tränen rührt, womöglich auch, aber nicht nur. Es ist etwas Forderndes auch. Wir kennen Edi Stein, die auch so einen ernsten Blick gehabt hat auf die Wirklichkeit. Übrigens ist 31 schon eine ziemlich schwierige Zeit in Deutschland. Das können wir dazu sagen, dass zwar die Nationalsozialisten noch nicht an die Macht gekommen waren, aber die Lage ist sicher nicht leicht. Und ja, sie spricht an anderer Stelle davon. Nun, für uns noch sehr schön in ihrer Schrift ist, wie deutlich sie die Wirkungen dieser Menschwerdung beschreibt, nachdem sie in den ersten 2 Kapiteln, wie ich gesagt habe, viele Bilder verwendet, ja, aus der Liturgie. Das Kind, die Krippe und dann die verschiedenen Leuten, die um die Krippe knien in ihrer Vorstellung, also die Liturgie feiert nach Weihnachten gleich und die sie bewusst alle in die Nähe der Krippe führt. Auch die, würde ich sagen, die ja nicht diesem Licht folgen. Das ist interessant, ja, dass sie dann die ganze Menschheit da sammelt. Einige nehmen dieses Licht an, andere nicht. Jetzt mache ich einen Einschub als Karmelit, aber es ist was Persönliches. Vielleicht auch eine Hilfe für Sie, ich weiß nicht, ich teile es einfach mit Ihnen. Dieses Bild hat mir mal sehr geholfen, auch mit innerlich eine Versöhnung zu suchen und Gott sei Dank auch zu finden, mit einigen Menschen, mit denen ich so gewisse Schwierigkeiten hatte, von denen ich mich verletzt gefühlt habe. Und da kam mir der Gedanke, ein wenig abweichend, aber in Anlehnung an diesen, die Krippe mir so vorzustellen, wie Edi Stein erst einmal sagt, also mit Stephanus, mit den Heiligen 3 Königen, vielleicht mich dazu malen, ja,
Ich habe damals ein Foto abgeschnitten, das sage ich. Das war auch schön so als Prozess, mich dazu gepickt, zu einer Krippe. Und dann aber bewusst auch in mehrere Menschen, wo ich meine Schwierigkeiten hatte, auch dazu zu leben. Ja? Also in dieses Licht, in diese Anbetung des Kindes, vielleicht manche mit dem Gesicht abgewandt, aber doch vielleicht auch eine gute Übung. Es ist so eine Scheidung, dieses Kind, also Grund zur Scheidung zwischen Licht und Finsternis, aber im Grunde ist das, was in der Mehrspielerung passiert ist, diese Vereinigung von Gott und Menschheit, Gottheit und Menschheit für alle passiert. Grundsätzlich, nicht nur für die das auch annehmen, die das auch im eigenen Leben wirklich bewusst entfalten sozusagen und das eigene Leben auch so gestalten wollen und so weiter und so fort, sondern das ist eine Wirklichkeit, die für alle gilt, erst einmal. Und könnte uns auch helfen, dieser Gedanke, dann zu versuchen, in anderen immer mehr auch Jesus, also diese Gegenwart Gottes zu erkennen, auch wenn wir uns das gar nicht vorstellen können. Nach unserem menschlichen Urteil, der für uns immer so wichtig ist. Und unsere Gefühle auch so leiden Menschen gegenüber. Aber gut, nach diesem Bastelvorschlag für Weihnachten gehen wir weiter mit Edith Stein, die 3 Punkte sehr schön herausarbeitet. Das können Sie aber im Detail dann im Text nachlesen. Was ist passiert zu Weihnachten? Ja. Das wichtigste Bild, das sie verwendet, jetzt um das zu erklären, ist das paulinische Bild des Leibes Christi. Also, dass wir alle verbunden sind in diesem Leib, das die Kirche ist und Jesus das Haupt ist. Das ist auch eine Folge der Menschwerdung und insbesondere erwähnt sie 3 Aspekte davon. Das erste ist unum esse cum Deo. Das liegt auf das Lateinische, also eins sein mit Gott. Ich sagte Ihnen vorher alle 3, also das unum esse cum Deo, das Einssein mit Gott, dann das unum esse in Deo, also Einssein untereinander in Gott und schließlich diese Fiat voluntas tua, also es geschehe nach deinem Wille, also dein Wille geschehe. Diese 3 Punkte erwähnt sie, also die ersten 2, wir sagen etwas genauer als Aspekte der Wirkungen der Menschwerdung und dein Wille geschehe eher als Aufforderung dann auch für uns zum Tun. Unum esse cum Deo. Das sind wir im Kern der karmelitanischen Spiritualität, eins sein mit Gott. Also, zu diesem wunderbaren Tauschhandel ist der Erlöser auf die Welt gekommen. Gott ward ein Menschenkind, damit die Menschenkinder Gotteskinder werden könnten. Einer von uns ist er geworden, aber damit mehr als das. Eins mit uns, das ist eben der Punkt. Er ist nicht nur, in Anführungsstrichen, das wäre ohnehin zu viel, einer von uns geworden, also einer, der neben mir steht und wie viele andere. Das wäre schon sehr solidarisch mit uns Menschen gewesen, aber er ist vielmehr eins mit uns gewesen. Sie hören den feinen Unterschied
Sie verwendet die Sprache sehr genau, unsere Edith, das wissen wir, ist auch theologisch korrekt. Gott wird mit uns eins, mit unserer Menschennatur. Nicht mit einer zufälligen Menschennatur, die in Jesus dargestellt ist, nicht nur mit diesem Körper sozusagen, mit diesem Leib, sondern mit uns allen. Das ist ja das Wunderbare am Menschengeschlecht, Fazit. Und das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns. Also, natürlich ist sie jetzt nicht naiv, ja, es ist nicht etwas Automatisches passiert, so dass wir alle heilig sind. Aber die Möglichkeit, also man unterscheidet so in der Spiritualität zwischen der Gotteinung, die grundsätzlich gegeben ist, auf die wir eigentlich keine Einwirkung haben, und auf die Gotteinung oder Gottes Gegenwart in uns, die aber zur Vollendung gekommen ist, also die sich auch entfaltet ist, die dann durch unser Leben, also unser Leben wirklich durchdringt. Das eine ist eine Grundlage im Glauben, die wir auch nicht verlieren können. Im Grunde, es ist gegeben, ja, von Gott gewollt und uns geschenkt, dieses Teilhaben an seinem Sein, ja, wenn Sie es auch ein bisschen philosophisch haben wollen und Ihnen das liegt. Allerdings ist dann ein weiterer Schritt, ein wichtiger, dass dieses Teilhaben an seinem Sein, auch mit einem Innewerden, mit einem Bewusstwerden verbunden ist, mit einer Entfaltung, also mit einem Mitgehen meiner Person mit dieser Gegenwart des Herrn in mir. Da kann es natürlich hapern, ja, würde Wittgenstein sagen, und auch unsere sonstigen Heiligen. Teresa sagt eigentlich, Teresa von Avila, das meiste Übel bei den Menschen kommt gerade daher, dass wir nicht wissen, wie schön unsere Seele ist, wie schön eben diese Gegenwart Gottes in uns ist, diese Verbindung mit Gott, also welches Bild Sie auch immer verwenden können, wollen, weil wir es gar nicht wissen oder wahrnehmen und noch weniger das Leben danach richten und dementsprechend auch versuchen, selber zu gestalten. Daher kommt das meiste Übel durch den Menschen. Aber eben diese Schönheit ist gegeben. Es hat etwas mit der Würde des Menschen zu tun, was nicht zur Verfügung steht. Also wir können sie auch nicht zerstören in dem Sinne. Aber eben sehr wohl entwickeln, könnten wir sagen, oder eben nicht. Das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns, das in uns gelegt ist. Es ist noch nicht seliges Gottschauen im Glorienlicht. Es ist noch dunkel des Glaubens. Aber es ist nicht mehr von dieser Welt. Es ist schon Stehen in Gottes Reich. Legen wir unsere Hände in die Hände des göttlichen Kindes. Sprechen wir unser Ja zu seinem Sequere me, folge mir nach. Dann sind wir sein und der Weg ist frei, dass ein göttliches Leben auf uns übergehen kann. Und dann nennt sie auch mehrere Beispiele von großen Heiligen, die das erlebt haben und das Ihrige auch dazu beigetragen haben. Das ist bei Edith immer ein wichtiger Punkt, auch der Beitrag des Menschen. Gnade, aber auch das Mittun der Person. Und das ist auch sehr karmelitanisch. Die Würde des Menschen ist unzerstörbar und von Gott gegeben. Aber wie wir dann handeln, das liegt sehr wohl auch an uns. Zweiter Punkt, also das erste, wie gesagt, ist unum esse cum Deo.
Eins sein mit Gott. Jeder von uns ist eins mit Gott. Als zweite Folge, die hängt natürlich mit der ersten zusammen, ist, dass wir untereinander eins sind. Unum esse in Deo. Also, unum esse cum Deo, sagt sie, das ist das Erste. Aber ein zweites folgt gleich daraus. Christus das Haupt, wir die Glieder, dann sind wir zueinander Glied zu Glied. Und wir Menschen untereinander sind eins in Gott, ein göttliches Leben. Wir Menschen sind ein göttliches Leben. Wenn Gott in uns ist und wenn er die Liebe ist, so kann es nicht anders sein, als dass wir die Brüder lieben. Edith mit ihrer Radikalität kommt, also beschönigt gar nicht auch den Anspruch dieser Wirklichkeit in uns. Wenn wir eins sind, dann müssen wir können gar nicht anders, oder wir sollten gar nicht anders können, als die Brüder und Schwestern zu lieben. Darum ist unsere Menschenliebe das Maß unserer Gottesliebe. Ja, das ist auch fast ein Zitat der Teresa von Avila, die einmal schreibt in den Wohnungen der inneren Burg, wir haben ein Doppelgebot, liebe Gott wie dich selbst und den Mitmenschen, also liebe Gott mit aller Kraft und so weiter und den Mitmenschen, den Nächsten wie dich selbst. Also Gottes Liebe und Nächstenliebe. Aber mit gewisser Ironie sagt sie, nur liebe Schwestern, sie spricht zu ihren Schwestern, wenn ihr eure Gottesliebe messen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es um eure Gottesliebe, Liebe zu Gott steht, dann schaut eher auf eure Nächstenliebe. Denn in der Liebe zu Gott kann man sich vieles einbilden. In der Nächstenliebe, da merken wir schnell, ob es gut läuft oder nicht mit den Mitmenschen. Und mit ähnlicher Radikalität sagt Edith Stein, meine Nächstenliebe ist das Maß meiner Gottesliebe. Ganz klare Absage an einen falschen Spiritualismus, wo ich mich zurückziehe in die Gottesliebe, also wo ich denke, ich liebe Gott 110%ig, und aber mit der Nächstenliebe funktioniert es nicht ganz. Da ist immer eine Entsprechung. Und da kommen Aussagen, die für die Zeit 1931 nicht ohne sind, aber heute auch immer weniger selbstverständlich sind. Da schreibt sie, diese Liebe ist aber eine andere als die natürliche Menschenliebe. Die natürliche Liebe gilt diesem und jenem, der uns durch die Bande des Blutes verbunden oder durch Verwandtschaft des Charakters oder gemeinsame Interessen nahesteht. Die anderen sind Fremde, die einen nichts angehen, einem eventuell sogar durch ihr Wesen widerwärtig sind, so dass man sie sich möglichst weit vom Leibe hält. Und jetzt kommt aber der starken Satz, aufgrund der Menschwerdung, ist nicht nur ein moralischer Satz, weil es richtig ist und so, sondern weil es Tatsache ist, eine seinsmäßige Tatsache. Für den Christen gibt es aber keinen fremden Menschen. Der ist jeweils der Nächste, den wir vor uns haben und der eben unser am meisten bedarf. Gleichgültig, ob er verwandt ist oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht und so weiter. Also Sie sehen nicht nur eine moralische Deutung, sondern eine richtig existenziell, weil wir sagen, unsere Nächstenliebe kann nicht anders sein als das so, dass wir keinen ausschließen grundsätzlich. Für uns gibt es keinen Fremden.
Und sie sagt auch ganz klar, das ist weit über die natürliche Menschenliebe. Weit über das, was wir meistens von uns verlangen oder von den Mitmenschen. Immer aufgrund der Menschwerdung, das wiederhole ich immer wieder, ja. Aufgrund der Menschwerdung. Weil wir mit Gott eins sind, alle, sind wir auch untereinander alle eins. Die natürliche Liebe geht darauf aus, den geliebten Menschen für sich zu haben und möglichst ungeteilt zu besitzen. Christus aber ist gekommen, um die verlorene Menschheit für den Vater zurückzugewinnen. Und wer mit seiner Liebe liebt, der will die Menschen für Gott und nicht für sich. Das ist freilich zugleich der sicherste Weg, um sie auf ewig zu besitzen. Denn wenn wir einen Menschen in Gott geborgen haben, dann sind wir ja mit ihm in Gott eins, während die Sucht zu erobern oft, ja wohl früher oder später immer, zum Verlust führt. Es gilt für die fremde Seele wie für die eigene und für jedes äußere Gut, wer ängstlich darauf aus ist, zu gewinnen und zu bewahren, der verliert. Wer an Gott hingibt, der gewinnt. Ja, also ich mag diesen Text lesen, weil Edith nicht lange herumredet, ja, um diese Wahrheiten, die wir von ihr auch so gut nehmen können, also in meinem Falle zumindest, weil sie es auch durch ihr Leben, durch ihre Hingabe so bezeugt hat. Sie mag es nicht, so viele Wenn und Aber hinzuzufügen. Es ist so. Und das alles, weil Jesus geboren wurde, weil der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Gut, und das dritte, dieses Fiat voluntas tua, ist natürlich genauso wichtig. Das ist gerade eine Folge daraus. Dieser Nachfolge Jesu in die eigene Gotteskindschaft. Ja, also wir sind eins in Gott durch Jesus, weil er der Sohn Gottes ist und er hat die Menschheit angenommen. Also sind wir auch Kinder Gottes auf gewisser Weise. Und diese Gotteskindschaft beinhaltet und verlangt danach, dass wir auch sein Wille erfüllen. Wenn wir Gottes Kind sein möchten, dann heißt das für sie, an Gottes Hand gehen. Alle Sorgen und alle Hoffnung in Gottes Hand legen. Nicht mehr selbst um sich und seine Zukunft sorgen. Also dein Wille geschehen, wiederum wird das ein wenig moralistisch vermittelt oder gemeint. Wir sollen seinen Willen erfüllen, so wir bekommen seine Befehle und müssen das tun, irgendwelche Gebote halten. Sie spricht das ganz Positive aus, sich in diesen Willen hineinzulegen, heißt sehr viel an Freiheit und an Gelassenheit zu gewinnen. Wie Sorgen auch, um die Mühen ihm anzuvertrauen. Wenn ich mich um seinen Willen kümmere, kann ich mich selbst auch und meine Geschichte ein wenig loslassen in seine Arme. Und das ist sehr, entlastend, würde ich mal sagen. Darauf beruhen die Freiheit und Fröhlichkeit des Gotteskindes. Wie wenige Leute auch von den wahrhaft Frommen besitzen. Sie gehen immer wie niedergebeugt unter der schweren Last ihrer Sorgen und Pflichten. Da wird sie fast ein wenig witzig in der Beschreibung.
Man kann sich richtig vorstellen, die Frommen, die unter der Last der Pflichten und der Opfer gehen. Alle kennen das Gleichnis von den Vögeln unter dem Himmel und den Lilien auf dem Felde. Aber wenn Sie einem Menschen begegnen, der kein Vermögen, keine Pension und keine Versicherung hat und doch unbekümmert um seine Zukunft lebt, dann schütteln Sie den Kopf wie über etwas Abnormales. Ja, dann muss ich mich an die Brust schlagen. Bei all dem, was ich über Freiheit predige, ich bin auch einer von diesen wahrscheinlich, die dann den Kopf schütteln würden. Aber nochmal, vielleicht haben Sie Zeit, auch den Text vollständig zu lesen. Das wäre natürlich schöner als meine Ausführungen. Den Willen Gottes erfüllen, also dein Wille geschehe. Und zwar ich bemühe, das auch das meinige dazu zu tun, ist etwas unheimlich Befreiendes, ist wirklich Gottes Kindschaft, es bedeutet Fröhlichkeit, Freude und Entlastung von den eigenen Sorgen, weil ich mich dann erfahre als eingebettet in etwas Größeres, in seinen Willen, in seiner Vorsehung. Also salopp ausgedrückt, es kann nicht schief gehen, wenn ich das tue. Und zwar auch die Märtyrer, auch die wirklich leiden. Es geht wahrscheinlich nicht darum, fröhlich mit einem Lächeln durch die Welt zu gehen. Das ist sicher ein Leben nicht immer möglich. Aber es geht um diesen inneren Frieden, um diese Gelassenheit, um diesen Feststehen im Grund, also auf dem Grund des Vertrauens auf Gott und des Bemühens, seinen Willen zu tun. Und all das auch wieder als Folgeauftrag vielleicht auch der Menschwerdung, der eigenen uns geschenkten Gotteskindschaft. Sie beschreibt auch einige schwierige Situationen oder Gefahren. Auf eins möchte ich noch hinweisen, denn wir sind schon jetzt eine Stunde miteinander unterwegs. Ich will Sie auch nicht jetzt sehr lange noch halten. Aber auf etwas, was ich ebenfalls für sehr wichtig finde in diesen Ausführungen. Am Ende realistisch wichtig nennt sie auch eine Frage, die tatsächlich viele von uns sich stellen. Also sie sagt, ich sage jetzt mit meinen Worten, schön und gut, wir sind eins mit Gott, wir sind eins untereinander. Das sind so die Tatsachen. Daraus folgt, dass wir uns um diese Liebe bemühen sollen, wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir die Gotteskindschaft in uns, die uns schon gegeben ist, auch entfalten wollen, dann sollen wir uns darauf einlassen und den Willen Gottes erfüllen. Das ist so wichtig, in diesen Willen einzutauchen. Aber was ist der Wille Gottes? Sie schreibt, können wir dieses Fiat sprechen, wenn wir keine Gewissheit mehr haben, was Gottes Wille von uns verlangt? Haben wir noch Mittel, uns auf seinen Wegen zu halten, wenn das innere Licht erlischt? Ja? Ich wurde mehrmals auch in der Begleitung so ein bisschen auf frische Tat ertappt von den Mitmenschen, wenn so viel vom Willen Gottes gesprochen wird. Und dann kommt aber die Frage, ja, und was ist der Wille Gottes? Wie erkenne ich das? Manchmal ist vielleicht ganz klar oder einleuchtend, manchmal aber nicht so klar und deutlich. Da ist Edith Stein sehr karmelitanisch, würde ich mal sagen. Ich rede aus der eigenen Ecke. Ja. Sie ist aber sehr vertraut mit unseren Heiligen und ermutigt, will uns Mut geben.
wie auch die heilige Therese oder Johannes vom Kreuz, wenn sie auch über Askese und Einsatz des Menschen, des Willens viel sprechen, auch immer sagen sie dann, diese Menschwerdung, diese Beziehung zu uns hat Gott begonnen. Also er gibt auch die Mittel, sie selber zu gestalten. Er lässt uns nicht alleine. Ja, Teresa schreibt es so schön. Ja, der Herr ist sicher auch fordernd und will auch die ganze Liebe meiner Person zu ihm. Aber er lässt uns nicht alleine mit dieser Forderung. So nach dem Motto, du hast es jetzt, ich komme dann in 20 Jahren, um nachzuschauen, wie du es geschafft hast, sondern der Kern bei Edith wie Teresa Johannes ist seine Gegenwart jetzt. Auch in diesem Bemühen unsererseits sollen wir in erster Linie unseren Glauben erneuern, dass er da ist, gegenwärtig ist und dass er Mensch geworden ist. Beides. Ja. Also, dass er dieser Menschheit auch nicht nur aus der Ferne so ihr geholfen hat, sondern dass er sie berührt hat, dass er sie auf sich genommen hat. Und das wiederhole ich so oft, weil es eigentlich nicht evident ist oder selbsterklärend ist. Und das tun wir manchmal, ich rede jetzt für die Prediger, für die sehr schnell über die Lippen bringen. Aber darin steckt wirklich das Wesentliche, dass er uns auch in diesem Bemühen nie allein lässt. Und schon dieser Glaube und diese Zuversicht soll uns beruhigen. Ja. Das wirkliche Kind wird zum Lehrer und sagt uns heute auch noch, was wir tun sollen, mit ihm verbunden, wenn wir diese Arme annehmen. Und es gibt Mittel dazu, um diesen Willen zu erkennen. Allerdings, in der besten Tradition sagt Edelstein auch keine automatische Mittel, ja, keinen Knopf, wo ich drucken kann und kommt eben der Brief mit dem Rezept, was ich tun soll. Edith ist da selber auch fordernd und gleichzeitig aber ermutigend. Also ich versuche es jetzt mit meinen Worten zu sagen. Sie sagt, erstens, er lässt uns nicht allein. Zweitens, er zeigt uns auch seinen Willen, also wie er mit uns gehen will. Was wir tun sollen, ist der Umgang mit diesem gegenwärtigen, menschgewordenen Herrn. Also da ist er wirklich 100% karmelitanisch. Dieser Umgang, der tägliche, sagt sie macht auch ganz konkrete Beispiele, wirklich täglich. Die Eucharistie ist für sie sehr wichtig, also dieser Kontakt mit dem Herrn auch leibhaft, die Lesungen, also die Mittel, die wir alle kennen, das Gebet, der Umgang mit Jesus, Gott allgemein. Sie sagt, dieser tägliche Umgang, dieser stete Umgang vielleicht, soll uns die Gewissheit geben, dass wir von ihm auch verwandelt werden, also dass diese Umarmung des Kindes auch uns verwandelt, und zwar unser Herz, aus dem die Entscheidungen dann kommen, oder unser Hirn, wenn Sie wollen, dass also der Umgang mit Jesus etwas Verwandelndes hat in uns. So, und da kommt das Entlastende. Wenn wir diesen Umgang gepflegt haben, und wir dann Entscheidungen aus unserer Tiefe aufsteigen lassen, dass diese, darauf dürfen wir vertrauen, nicht weit weg vom Willen Gottes sein werden. Ja? Das ist schon allerhand. Einerseits spricht sie etwas, was für sie
typisch ist, auch in ihrer Psychologie, in ihrer Anthropologie, dass in der Tiefe in uns, und das ist wiederum auch Therese von Avila oder gute katholische Lehre, tief in uns diese Verbindung mit Gott möglich ist, von Gott selbst ermöglicht, gestiftet. Die Mystiker sprechen von einer inneren Kammer, in der Jesus wohnt, so spricht Therese von Avila. Wenn wir also im Umgang mit ihm, im Gebet, durch Christi, diesen Weg zum Inneren so freigelegt haben, also diesen Weg zu ihm im Wesentlichen, dann dürfen wir unseren tiefen inneren Regungen auch vertrauen. Sie sehen, das ist wirklich Gotteilung, also Eilung zwischen Mensch und Gott. Der Wille Gottes wird uns nicht durch eine fremde Botschaft vermittelt, oder nicht nur, darf man nicht ausschließen natürlich, aber für Edith Stein ist der übliche Weg eigentlich die eigene, bewusste, tiefe, aus der Tiefe stammende Entscheidung oder Unterscheidung der Geister, je nach der Situation. Wenn allerdings natürlich vorher ein längerer Weg zurückgelegt wurde, des Umgangs mit dem Heiland. Also, wie Theresa meinte, diese innere Wohnungen in der Seele, wenn man schon in eine gewisse Tiefe gelangt ist, Nähe zu in mir wohnenden Jesus, dann brauche ich nicht mehr sozusagen eine Vision oder eine Audition, um den Willen Gottes zu erfahren, sondern ich darf, Sie sehen auch das Vertrauen im Menschen, im Gott verbundenen Menschen, mir selber, dann wird aus mir selber auch gute Entscheidungen im Sinne Gottes kommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit im Verständnis des Erkennens des Willens Gottes. Also, es ist eine sehr hoffnungsvolle Sicht auf die Natur des Menschen. Vielleicht kennen Sie auch Menschen, die behaupten, der Wille Gottes ist immer gegen meinen Willen, ja, so ungefähr. Oder zumindest an die Grenze kommen, zu sagen, wenn es von mir kommt, dann ist es nicht von Gott. Edith Stein sagt, nein, ganz umgekehrt. Wenn es wirklich auf meiner Tiefe kommt, wo auch Gott wohnt, dann, sie drückt es so nett aus, wird nicht weit vom Wille Gottes sein. Und das ist sehr ermutigend, also einerseits ermutigend und entlastend, andererseits auch eine starke Forderung oder Herausforderung. Es geht darum, täglich, immer, also viel Umgang zu haben mit diesem menschgewordenen Sohn Gottes, so dass er mich auch von innen her verwandeln kann. Es ist keine Sache von einer Minute oder einer Stunde, sondern eher eine Lebensaufgabe, eher an der Hand des Herrn gehen, wie sie selber sagt. Übrigens beschreibt sie in einem Brief an eine befreundete Schwester mal, bevor sie allerdings noch Karmelitin geworden war. Sie sagt, ich werde zu sehr vielen Vorträgen eingeladen zu den verschiedensten Themen. Damals war sie Lehrerin und Professorin und so. Aber mein einziges Thema ist, wie man es schafft, an der Hand des Herrn zu gehen. Ich rede zwar auch über das andere Thema, aber ich komme immer wieder auf das zu sprechen. Und wie sie Weihnachten beschreibt, das ist wirklich einleuchtend, dieses mit Jesus gehen an das ganze Leben. Die Möglichkeit dazu haben wir, weil er selber Mensch geworden ist. Und deshalb er selber unsere Natur geheiligt hat. Wir können sagen, es ist ein Bild, ja, wir müssen es verstehen, in uns eingedrungen ist, mit uns verbunden ist. Unsere Aufgabe allerdings nach der großen Freude einer solchen Erkenntnis oder Erfahrung vielleicht auch uns auf den Weg zu machen, wie die Menschen bei der Krippe am Anfang der Meditation, um ihm zu folgen, so dran zu bleiben, diese Hand des Herrn nicht zu lassen, sondern weiterzugehen. Aber
die Dankbarkeit dafür, dass es alles durch die Menschwerdung überhaupt ermöglicht wurde. Durch diese Verbindung zwischen Gottheit und Menschheit in Jesus selbst. Wo bleibt Ostern und die Passion? Naja, Edith vergisst das auch nicht. Am Ende zieht sie den Bogen, der aber ziemlich offensichtlich ist, zwischen dem Baby, dem kleinen Jesus, dem süßen, kleinen, bis hin zum erwachsenen Jesus, eben dieses an der Hand des Herrn gehen, mit ihm gehen und womöglich auch mit ihm zum Kreuz, also den vollendeten Jesus auch folgen, um Weihnachten weg und weitergehend, so dass sie einfach meint, immer mit ihm verbunden sein, auch im Dunkel des Karfreitags und so weiter, also auch in der Dunkelheit unseres eigenen Lebens, weil er alles selber durchgemacht hat, bis hin zur Auferstehung.